Heute machen wir aus einer öligen Kette eine schöne gewachste Heißwachskette, und zwar ganz ohne organische Lösemittel. Und dabei zeige ich dir, welche Schritte du zu beachten hast, und es gibt hier die komplette Anleitung, wie du deine Kette richtig wachst. Ja? Außerdem klären wir die häufigsten Fehler, die zu einer laut ratternden Kette führen können oder zu einer geringen Laufleistung, damit du zukünftig diese Fehler vermeiden kannst. Warum solltest du deine Kette aber überhaupt wachsen? Ja, die Vorteile liegen auf der Hand. Ich habe hier die Kette, und wenn mich das hier so bewege, wir sehen es auch schon, meine Hand bleibt komplett sauber. Ja? Da wird gar nichts dreckig, und das ist das Tolle an Wachs allgemein, denn es zieht keinen Schmutz an. Öl hingegen ist leicht klebrig, und ja, im frisch geölten Zustand ist so eine Kette auch sauber, aber nach 100 Kilometern draußen ändert sich das relativ schnell, weil der ganze Staub und so weiter, der haftet dann an der Kette, und irgendwann wird die einfach schwarz und schmierig. Ne? Das hat man bei Wachs einfach nicht. Und weniger Schmutz sieht nicht nur schöner aus, sondern weniger Schmutz sorgt auch einfach dafür, dass wir weniger Reibung in der Kette haben. Denn der ganze Schmutz, der mit dem Öl in die Kette eindringt, ja, der sorgt da drin einfach für ein bisschen Reibung. Das wirkt halt so wie Schleifpapier. Und weniger Reibung bedeutet einfach, dass wir damit schneller unterwegs sind, wir also ein paar Watt sparen. Aber selbst wenn euch das Thema Wattersparnis egal ist, weil ihr eher gemütlich unterwegs fährt, hat weniger Reibung auch noch einen weiteren Vorteil, denn weniger Reibung in der Kette sorgt einfach für weniger Verschleiß. Und langfristig gesehen spart ihr so einfach ein bisschen Geld. Der Nachteil von Wachs ist einfach, dass das Ganze ein bisschen aufwendiger ist, aber die Vorteile überwiegen für mich ganz klar. Und ja, so sieht das Ganze aus. Und zusammenfassend kann man sagen, Wachs ist einfach sauberer, man ist damit ein bisschen schneller unterwegs, man hat weniger Verschleiß, spart dadurch Geld, und außerdem ist die Laufleistung auch deutlich länger. Denn so eine geölte Kette hier, ja, je nach Wetter hält das so 150 Kilometer, da muss man vielleicht einfach mal nachölen und ein bisschen das Öl auffrischen. Und das ist bei Wachs einfach seltener der Fall. Es gibt im Grunde genommen Flüssigwachs und Heißwachs. Ja? Und beim Flüssigwachs ist es so, dass die Laufleistung ca. 250 bis 300 Kilometer beträgt, und erst nach 300 Kilometern muss man eine zweite Schicht Wachs auftragen. Und das ist einfach ja viel seltener als bei Öl. Bei Öl muss man einfach häufiger nachschmieren. Vorausgesetzt, man macht keine Anwendungsfehler, denn da gibt es so ein paar Fallstricke, in die man fallen kann, die einfach dafür sorgen, dass das deutlich kürzer hält und man vielleicht alle 100 Kilometer nachwachsen muss. Und damit euch das nicht passiert, klären wir die häufigsten Fehler auch nochmal am Ende des Videos. Aber so viel dazu. Also 250 bis 300 Kilometer hält es, wenn man alles richtig macht. Und so ein Heißwachs hier, ja, das hält grob 800 bis 1000 Kilometer. Ich habe das zum Beispiel bei Badlands verwendet. Das ist ein 800 Kilometer langer Kurs durch die Wüste. Und ja, da musste ich kein einziges Mal nachschmieren. Also die kompletten 800 Kilometer hat das Wachs gehalten. Und ja, bei Öl müsste man halt immer wieder mal anhalten und nachölen. Das ist bei einem Race einfach ein bisschen suboptimal. Wenn man alles richtig macht, dann hält es auch. Und bei Öl ist es halt, ja, man muss halt alle 100, 150 Kilometer vielleicht einfach mal so ein bisschen nachschmieren. Wenn es trocken ist, seltener, wenn es regnet, öfter. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber diesen Pain hat man einfach mit Heißwachs oder mit Wachs im Allgemeinen nicht so sehr. Und bei Races ist das durchaus ein Vorteil, denn bei einem Rennen will man ja nicht ständig anhalten müssen. Ne? Ich meine, bei so einer 200 Kilometer Etappe geht das vielleicht noch mit Öl, aber bei einem Ultra-Race, was über 1000 Kilometer geht, ist das schon ganz praktisch, wenn man sich darum nicht auch noch kümmern muss. Die ganzen Optimize-Produkte hier, die habe ich euch unten übrigens auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Abgesehen davon habe ich noch einen Rabattcode für euch, und den blende ich euch jetzt hier ein. Bevor wir mit dem Wachsen der Kette beginnen, müssen wir diese natürlich demontieren. Das geht super einfach mit so einer Kettenzange hier. Einfach in das Kettenschloss reingreifen, zusammendrücken, und dann lässt sich die Kette auch schon auseinanderbauen. Jetzt ist sie runtergefallen. Neben diesen klassischen Kettenschlössern gibt es aber auch noch welche, die sich komplett ohne Werkzeug öffnen lassen, wie jetzt der Quicklink hier, den es im Shop von Optimize gibt.
und ja, den kann man einfach so auseinandernehmen, ganz ohne Werkzeug. Macht vieles einfacher, aber für alle anderen ist so eine Kettenzange eigentlich ganz nützlich. Braucht man bei dem Quicklink jetzt nicht. Nachdem wir diese Kette hier abgebaut haben, geht es ans Entfetten der Kette. Wir machen das aber nicht mit der Kette, denn ich benutze ehrlicherweise nur Wachs. Und dementsprechend hatte ich Schwierigkeiten, irgendwo zu Hause eine geölte Kette zu finden. Aber ich habe eine neue Kette bestellt. Die ist von Werk aus schon vorgefettet. Ich muss gleich die Hände waschen, das ist schon ein bisschen eklig. Die sieht zwar jetzt sauber aus, ist aber relativ klebrig. Und deswegen würde ich sagen, entfetten wir jetzt diese Kette hier. Und ja, wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns gleich an, denn die Frage ist, welches Lösemittel verwenden wir? Und als erstes, ja, wir brauchen ein Lösemittel, denn wer im Chemieunterricht aufgepasst hat, weiß, Ähnliches löst sich in Ähnlichem. Das heißt, wenn wir uns die Polarität angucken von verschiedenen Lösemitteln, muss die Polarität grob übereinstimmen mit dem Stoff, den wir lösen wollen. Weil unpolare Dinger lösen sich nicht in polaren Flüssigkeiten und andersrum genauso wenig. Ne? Deswegen kann man zum Beispiel kein Öl in Wasser auflösen. Also wenn man Rapsöl in Wasser tut, das trennt sich voneinander, das kriegt man irgendwie nicht sauber vermischt. Und wenn man es schüttelt, dann ist es kurzfristig vermischt, aber nach 2 Minuten trennt sich das Ganze wieder auf, außer wir haben einen Emulgator dazu gegeben. Ne? Und ein Emulgator, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil Tenside können auch ein Emulgator sein. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben keinen Emulgator, kann man solche Sachen einfach nicht miteinander mischen. Also man kriegt einfach unpolare Sachen nicht in polaren Flüssigkeiten gelöst. Deswegen funktioniert Wasser nicht, weil Wasser ist ein sehr, sehr, sehr polares Lösemittel. Man hört immer wieder, dass Leute Flüssigkeiten wie Aceton, Waschbenzin oder Spiritus empfehlen, um so eine Kette hier zu entfetten. Aber Leute, das funktioniert nur bedingt bzw. schlecht. Das Trügerische ist aber, dass man den Eindruck bekommen kann, es würde gut funktionieren, weil Aceton natürlich die Kette äußerlich relativ schnell gut sauber bekommt. Das ist aber trügerisch, denn das ist nicht ganz der Fall. Und jetzt erkläre ich euch mal kurz warum. Wir müssen uns nämlich den Polaritätsindex angucken, um zu verstehen, wie gut eine Flüssigkeit eine andere Flüssigkeit voraussichtlich lösen kann. Wasser hat beispielsweise einen Polaritätsindex von 10,2. Es ist also schon ein sehr polares Lösemittel. Und so ein Kettenfett hier, das kommt immer so drauf an, was ist das für ein Fett? Da bewegen wir uns in dem Bereich zwischen 0 bis 0,5. Das kommt immer drauf an, ist es Industriefett oder ist es eher so ein normales Kettenöl, das halt ein bisschen höher sein kann. Aber am hartnäckigsten ist wirklich dieses Industriefett, wenn man eine neue Kette kauft, die vorher noch nicht gefahren worden ist. Das geht echt hartnäckig runter. Und wie sieht das Ganze mit Aceton aus? Aceton hat einen Polaritätsindex von 5,4. Das heißt, es ist quasi so in der Mitte. Und das ist eben das Problem, es ist halt kein unpolares Lösemittel. Aceton hat nun mal eine mittelstarke Polarität, was einfach dazu führt, dass es halt hartnäckige Fette nicht gut lösen kann oder nur begrenzt. So ein Industriefett oder so ein Kettenöl setzt sich ja nicht nur aus einer Chemikalie zusammen. Wir haben da verschiedene Fette, verschieden langkettige Fette. Und die kurzkettigen Öle, die machen wahrscheinlich auch den Großteil der Fette in so einem Kettenöl aus. Und dadurch bekommt man einfach den Eindruck, dass es sich gut löst, weil die kurzkettigen Sachen, die werden einigermaßen zuverlässig vom Aceton entfernt. Das Problem sind aber die langkettigen Bestandteile, die zu einem geringen Anteil im Kettenöl drin sind. Denn die langkettigen Fette, die werden halt nicht wirklich gelöst. Und das Trügerische daran ist jetzt, dass so ein Kettenöl vielleicht nur 0,2% langkettige Fette enthält. Und wenn 99,2% gelöst werden, hat man einfach visuell und optisch den Eindruck, da ist kein Öl mehr dran. Stimmt aber nicht. Da bleibt immer noch ein ganz dünner Restfilm drauf von den langkettigen Fetten. Und das kriegt das Aceton nun mal nicht gelöst. Gutes Waschbenzin, und zwar gut in Anführungszeichen, hat schon mal einen Polaritätsindex von 2. Das heißt, es ist deutlich besser als Spiritus oder Aceton. Und mit Waschbenzin kann man so eine Kette wahrscheinlich schon einigermaßen entfetten. Das Problem ist jetzt, dass Waschbenzin wie gesagt, zum Waschen von hartnäckigen Flecken gemacht worden ist und es ist nicht dafür konzipiert, rückstandsfrei zu verdunsten.
Das bedeutet, dass je nach Qualität des Waschbenzins kann das Waschbenzin an sich schon langkettige Moleküle enthalten, die einfach nicht verdampfen und dann wie so ein kleiner Film übrig bleiben. Und das stört einfach später die Haftung vom Wachs. Also Waschbenzin kann funktionieren, wenn ihr qualitativ Gutes habt. Das Problem ist einfach, man weiß halt vorher nicht, was qualitativ gut ist. Und deswegen würde ich Waschbenzin auch nicht empfehlen. Was allerdings dazu konzipiert worden ist, komplett rückstandsfrei zu verdampfen, ist Bremsenreiniger. Und so ein hexanbasierter Bremsenreiniger, der hat einen Polaritätsindex von 0 bis 0,1. Liegt also im Bereich des Kettenöls. Und somit ist es ein Lösemittel, was sich halt sehr gut dazu eignet, Ketten zu entfetten. Das Problem ist jetzt aber, dass so ein Bremsenreiniger, das ist halt ein organisches Lösemittel, es stinkt die Bude voll. Das Ganze mit der Entsorgung ist ein bisschen komplizierter und das ist ein Aufwand, den man sich zusätzlich einfach antun wollen muss. Aber an dieser Stelle kann ich euch das neue Produkt von Optimize empfehlen, und zwar der Chain Degreaser Plus. Und der enthält keine organischen Lösemittel mehr. Und der Nachteil ist hier der höhere Preis, das kostet ein bisschen mehr. Der Vorteil ist aber, dass ihr einfach keine organischen Lösemittel mehr benötigt. Das stinkt euch die Bude nicht zu und das riecht einfach so ein bisschen wie Seife oder wie Seife gemischt mit vielleicht ein bisschen Alkohol, aber das riecht so, als könnte man es trinken. Aber Vorsicht, man kann es nicht trinken. Ich würde es nicht trinken, aber es riecht auf jeden Fall deutlich angenehmer und es ist halt kein organisches Lösemittel mehr. Das heißt, ihr habt hier einfach nicht mehr so die großen Probleme, die ihr mit Bremsenreiniger jetzt hättet. Und das Thema Entsorgung funktioniert entsprechend auch deutlich einfacher. Dabei funktioniert das Entfetten folgendermaßen. Ihr braucht irgendwie ein Eimachglas oder sowas, das kann irgendein Glas sein. Dann kommt da die Kette rein. Wenn ihr ein großes Glas verwendet, passen vielleicht auch 2 Ketten auf einmal rein. Und jetzt muss man nichts weiter machen, als hier den Chain Degreaser Plus in das Glas zu füllen. Und dann war es das fast auch schon. Man muss das jetzt noch eine Zeit einweichen lassen und später schütteln. Das machen wir gleich. Aber im Grunde genommen funktioniert dieser Schritt jetzt im Endeffekt mit allen Lösemitteln genauso. Also ob ihr jetzt hier diesen Chain Degreaser Plus verwendet oder Bremsenreiniger oder auch sowas wie Nitro-Universalverdünnung aus dem Baumarkt. Das funktioniert hier alles gleich. Das heißt, ihr tut das in das Glas, lässt es jetzt einfach hier so 5 Minuten stehen. Und dann, nachdem ihr das eingeweicht habt, könnt ihr das gleich nochmal schütteln. Also wie gesagt, das Entfetten mit Aceton oder Spiritus funktioniert nicht. Ihr braucht schon sowas wie hier diesen Chain Degreaser Plus, falls ihr keine Lust auf Lösemittel habt, oder notfalls sowas wie Bremsenreiniger, dann habt ihr aber das Problem mit der Entsorgung. Aber in diesen beiden Fällen funktioniert es ähnlich, einfach in ein Glas füllen mit der Flüssigkeit und jetzt einfach ein bisschen schwenken, 5 Minuten einweichen lassen und nachdem ihr das einfach 5 Minuten habt stehen lassen, dann könnt ihr das nochmal so schütteln und dann schüttelt ihr das für 2 Minuten kräftig und dann sollte die Kette entfettet sein. Vielleicht kann man das Ganze nochmal ein zweites Mal wiederholen und dann sollte die Flüssigkeit einigermaßen klar und sauber sein. Jetzt sind die 5 Minuten übrigens auch um und wenn ich das jetzt schüttel, dann sehe ich schon, wird das Ganze schon ziemlich schwarz und jetzt ist der ganze Dreck in der Flüssigkeit und jetzt machen wir nochmal einen zweiten Durchgang hinterher und dann sollte die Flüssigkeit einigermaßen sauber sein. Anschließend kippe ich die Flüssigkeit hier in so einen Abfallbehälter. Ich habe jetzt hier einfach so ein dreckiges Glas genommen. Und damit die ganzen Tensitrückstände verschwinden, kann man das Ganze nochmal mit klarem Wasser einfach nochmal ausspülen. Und wenn wir das mit klarem Wasser einmal ausgespült haben, also ich schüttle es jetzt nochmal, dann kann man das ebenfalls in den Abfallbehälter geben. Und dann muss die Kette einfach ein paar Stündchen trocknen, denn wir wollen nach Möglichkeit keine Flüssigkeit mehr drin haben. Also das ist tatsächlich ein Projekt, wo ich sagen würde, das kann man sich vielleicht auch aufteilen, dass man die Kette meinetwegen am Vorabend oder so schon mal entfettet, beiseite tut und am nächsten Tag kann man die einfach
in so einem Gerät hier einmal kurz reinschmeißen zum Wachsen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch auch gleich. Aber erstmal legen wir jetzt die saubere Kette zum Trocknen nach draußen. Und ja, jetzt dauert es ein bisschen. Und an der Stelle sei nochmal gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ihr die Kette vorher gründlich entfettet und eben nicht sowas wie Aceton benutzt, weil damit geht es halt nicht. Ja? Was passiert, wenn ihr es nicht richtig entfettet? Ja, ganz einfach. Auf der Oberfläche der Kette, also auf der Metalloberfläche, bleibt noch ein ganz dünner Fettfilm übrig. Der Fettfilm ist aber so minimal, dass man ihn sensorisch und optisch gar nicht wahrnehmen kann. Also man fühlt es nicht. Das ist im Prinzip wie ein Fingerabdruck. Ein Fingerabdruck ist ja auch nur Fett, aber das ist halt so wenig, dass man es irgendwie gar nicht merkt, wenn man da mit dem Finger drüber streicht. Also man rutscht da jetzt nicht weg oder so, ne? Und so ein minimaler Fettfilm wie bei einem Fingerabdruck reicht einfach dafür aus, dass das Wachs am Ende nicht richtig haften kann. Deswegen muss die Kette komplett sauber sein. Denn wenn ihr dann Aceton benutzt und da bleibt noch ein minimaler Fettfilm über, den ihr nicht merkt, ja, dann ist es quasi auf der Metalloberfläche ist dieser dünne Fettfilm und da drauf das Wachs. Das hält halt nicht. Das heißt, ihr kommt am Ende einfach nicht auf die Laufleistung von 1000 Kilometern, wenn die Kette nicht ordentlich entfettet worden ist. Nur dann kann es halt sein, dass die Kette nach 300 Kilometern schon anfängt, Geräusche zu machen. Deswegen ist das Entfetten echt super wichtig und das ist das Kritische. Und die meisten, die eben nicht auf diese 800 bis 1000 Kilometer Laufleistung kommen, ja, die meisten von denen entfetten dann irgendwie mit Waschbenzin, Aceton oder so. Und ja, es funktioniert, aber nicht optimal. Also man kann die Laufleistung locker verdreifachen, wenn man die Kette einmal richtig entfettet hat. Also ein minimaler Fettfilm wie Fingerabdrücke, das reicht schon aus, dass das Wachs nicht hält. In der Zwischenzeit ist die Kette hier auch getrocknet. Ich habe die jetzt mal hier kurz aufgefädelt und die legen wir jetzt mal hier beiseite. Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch Wachs im Wachskocher und ich verwende jetzt den Automatic Wax Cooker 2.0 von Optimize. Und ja, wichtig zu beachten ist hier so eine Silikonmatte, die liegt oben drauf. Soll einfach verhindern, dass ja, das Gerät hier dreckig wird, wenn etwas Wachs runtertropft. Und wenn wir das Ganze jetzt mal einschalten, dann kann man hier entweder den manuellen Modus nehmen oder einen automatischen Modus. Und bei der Automatik stellt sich jetzt die Frage, wie viel Wachs haben wir überhaupt in dem Gerät drin? Denn in dem Gerät gibt es zwei Striche, den Strich 1 und die zweite Linie. So, bei der ersten Linie hat man einfach weniger Wachs drin, das sind dann ungefähr so 250 Gramm. Und wenn wir hier so eine ganze Packung verwenden, dann sind wir ungefähr bei dem zweiten Strich, das entspricht 375 Gramm Heißwachs. Und ja, das muss dazu erst eingefüllt werden. Wir haben jetzt nur eine Kette und für eine Kette reichen 250 Gramm Wachs im Gerät, also bis zum ersten Strich. Und wenn man das Gerät jetzt voll machen würde, könnte man theoretisch auch 2 bis 3 Ketten gleichzeitig wachsen. Aber ich habe ja nur eine Kette. So, ich nehme jetzt einfach mal das Graphenwachs hier rein. Ne, das Graphitwachs nehme ich jetzt einfach mal. Und dann tun wir da halt, ja, so die halbe Packung rein. Ne, so sieht das aus. Das müssten jetzt ungefähr 250 Gramm sein, so viel bleibt circa über. Ich kontrolliere das gleich, vielleicht muss ich da noch ein bisschen was nachwerfen. Aber wir schauen mal, ob das reicht. Und jetzt schalte ich eigentlich nur das Gerät ein und gehe hier in der Programmautomatik A1. A1 bedeutet jetzt im Grunde genommen, dass ich das Programm nehme bis zum ersten Strich und das ist eben das Vollautomatische. Und das ist das Tolle an dem Gerät, das Gerät macht jetzt alles automatisch. Das fährt im Prinzip so ein Temperaturprofil ab, das heißt, es schmilzt zuerst das Wachs, das heizt sich auf, irgendwann piept es dann zwischendurch und das Piepgeräusch sagt mir, ich darf die Kette jetzt reinmachen und dann wird das Ganze im Prinzip auf knapp 90 Grad erhitzt. Und dann wird es da halt 20 Minuten oder sowas bei 90 Grad behandelt. Anschließend kühlt die Temperatur auf 60 Grad ab. Und bei 60 Grad kann man die Kette entnehmen. Und dieses Temperaturprofil ist einfach wichtig, denn man muss eine Kette bei höheren Temperaturen um die 90, 95 Grad heiß wachsen,
denn je heißer das ist, desto flüssiger wird das Wachs und desto leichter geht es in die kleinsten Zwischenräume der Kette rein. Allerdings hat man das Problem, dass wenn man die Kette dann bei der Temperatur rausholt, ist das Wachs ja immer noch sehr flüssig und läuft komplett aus der Kette raus. Deswegen wird das vorher abgekühlt auf 60 Grad und das ist die Temperatur, wo das Wachs gerade noch so flüssig bleibt, aber schon etwas zähflüssiger ist. Dadurch verweilt das Wachs in der Kette, wenn wir sie rausholen zum Abkühlen und es läuft nicht alles raus. Deswegen ist dieses Temperaturprofil einfach so wichtig, dass man bei den richtigen Temperaturen die Kette reinlegt und bei der richtigen Temperatur die Kette rausnimmt. Und dieses Gerät macht alles vollautomatisch. Das heißt, ich muss mich da jetzt gar nicht drum kümmern. Ja, irgendwann, wenn das Ganze hier jetzt aufgeheizt ist, piept es kurz, dann lege ich die Kette rein und irgendwann sagt das Gerät, jo, ist fertig und dann hält es diese Temperatur, dann kann ich die Kette halt irgendwann rausholen. Es gibt aber noch eine zweite Option und zwar ist das hier so ein manueller Ultraschall-Wachskocher. Bei dem Ultraschall-Wachskocher hat man den Nachteil, dass es kein automatisches Temperaturprogramm gibt. Das heißt, diese ganzen Temperaturen, die muss man zum richtigen Zeitpunkt manuell einstellen und man muss wirklich daneben stehen und halt wirklich darauf achten, dass man alles richtig macht. Es ist einfach ein bisschen komplizierter, weil diese Programmautomatik gibt es da halt nicht, aber dafür hat man die Möglichkeit, zusätzlich eine Ultraschallfunktion einzuschalten und dadurch dringt das Wachs einfach nochmal so ein bisschen effektiver in die Kette rein, in die kleinsten Zwischenräume und das sorgt einfach für eine noch längere Laufleistung. Für den normalen Alltag ist das Gerät hier vollkommen ausreichend und deutlich angenehmer in der Handhabung, weil es einfach alles alleine macht. Und das Gerät hier ist eher so was für die Nerds, die noch das letzte bisschen an Performance rausholen wollen. Und ich persönlich nutze das jetzt zum Beispiel, wenn ich an einem Race teilnehme, wo es halt wirklich auf Performance ankommt, wenn ich ein besonderes Event habe, wo ich wirklich sage, ey, nee, die 1000 Kilometer, die muss ich aber schaffen, ohne nachzuwachsen, dann nehme ich das Gerät. Ich habe zum Beispiel vor, bald die 1000 Kilometer am Stück zu fahren und dann werde ich meine Kette mit Ultraschall heiß wachsen, weil auf einer Fahrt, die ich am Stück fahre, will ich ja keine Pausen machen zum Nachwachsen. Und dann würde ich das Ganze mit Ultraschall machen. Für den normalen Alltag reicht aber der automatische Wachskocher vollkommen aus. In der Zwischenzeit ist das ganze Wachs jetzt auch flüssig geworden und der müsste jeden Augenblick eigentlich piepen. Und das sieht man dann, der wechselt dann hier von dem Modus SP1 in SP2 und SP2 bedeutet, der ist jetzt im Wachsvorgang. Der piept gleich jeden Augenblick, ich tue es jetzt aber schon mal eine Minute vorher rein. Und genau, dann habe ich die Kette hier einfach aufgefädelt. Die kommt jetzt einfach hier in den Wachskocher rein. Und das kann ich so ein bisschen schwenken, dass da die Luftbläschen rausgehen, damit da keine Luft mehr drin ist. Also ruhig ein bisschen schwenken, vielleicht mal die Kette bewegen, umdrehen, irgendwie sowas. Ich will einfach, dass keine Luftbläschen mehr in der Kette drin sind, weil Lufteinschlüsse verhindern einfach, dass da das Wachs optimal hinkommt. Aber normalerweise müsste das jetzt so passen. Jetzt kann der Deckel wieder drauf. Und jetzt warte ich. Das Aufheizen hat jetzt, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, ich glaube das Aufheizen dauert vielleicht eine halbe Stunde. Dann ist das Gerät heiß. Je nachdem wie kalt es in eurem Raum ist, wenn ihr es in der Garage macht, kann es vielleicht auch mal 10 Minuten länger dauern. Und der Wachsvorgang, Dreiviertelstunde, Stunde, irgendwie sowas. Das Gerät piept dann auf jeden Fall, wenn es fertig ist und dann könnt ihr es danach einfach rausholen oder wenn das eine halbe Stunde später rausholt, ist auch nicht schlimm, weil da hält dann die Temperatur, sodass das Wachs nicht wieder fest wird. Bei dem manuellen Ultraschall-Wachskocher wäre das nicht der Fall. Wenn ihr das ausschaltet, müsst ihr halt selbst darauf achten, dass ihr das bei rechtzeitig wieder rausholt, die Kette, sonst ist das alles fest geworden und dann ist es auch nicht optimal. Aber das macht er jetzt nicht, der hält einfach am Ende die Temperatur. Das heißt, wir können uns jetzt einfach in der Zwischenzeit auch irgendwas zu essen machen, ein YouTube-Video schauen oder irgendwie sowas und das Gerät meldet sich dann einfach, wenn es fertig ist. Jetzt hat das Gerät ordentlich gepiept und sich somit gemeldet, dass es fertig ist. Wir sehen das auch daran, dass hier die Taste Ready leuchtet und ab jetzt wird quasi die Temperatur einigermaßen konstant auf 60 Grad gehalten.
Und ja, jetzt können wir im Prinzip die Kette auch schon entnehmen. Wichtig ist, dass wir die vorher so ein bisschen hin und her schwenken, weil es sein kann, dass sich dieses Additiv so ein wenig auf der Kette absetzt. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir schwenken das noch einmal kurz hin und her. Und jetzt ziehen wir die Kette vorsichtig aus dem Wachsbad raus und können die hier einfach aufhängen und das Gerät einfach ausschalten. So. Und jetzt muss die Kette einfach abkühlen. Das dauert auch schon mal 2 Stunden. Und während dieser Zeit wollen wir die Kette nicht bewegen. Denn wenn wir die Kette jetzt bewegen würden, dann ist das Wachs noch so ein bisschen weich und kann entweichen. Und dann quetschen wir es einfach aus der Kette raus und eigentlich soll es in dieser Kette verbleiben. Deswegen ist es wichtig, jetzt einfach wirklich die 2 Stunden zu warten, bis es komplett abgekühlt ist. Und danach können wir die Kette auch schon brechen. 2 Stunden sind vorbei und jetzt können wir diese Kette hier brechen. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen das jetzt aus der Halterung raus. Und warum muss man die brechen? Ganz einfach, weil die Kette relativ steif ist, wie man hier sieht. Also die hängt nicht durch. Und dazu nehmen wir einfach eine Kante, ziehen die irgendwo rüber oder wir können die auch mit der Hand einfach ein bisschen brechen, dass die sich auflockert und sich einfacher montieren lässt. Und anschließend müssen wir die Kette nur noch aufs Fahrrad montieren und fertig. Das kann natürlich sein, dass sich die ersten paar Kilometer ein bisschen hakelig anfühlen, weil die Kette ja noch relativ steif ist und dementsprechend schlechter schaltet. Aber nach ein paar Kilometern hat sich das erledigt und dann läuft die auch super flüssig und ihr werdet damit lange Spaß haben. Aber in diesem Zusammenhang stellen sich natürlich noch andere Fragen. Was ist denn, wenn ich irgendwie mal nachwachsen muss? Muss ich dieses ganze Prozedere von vorne machen? Die Antwort ist nein, das müsst ihr nicht. Und eine andere Frage ist noch, wie sieht das aus? Kann ich verschiedene Heißwachssorten miteinander mischen? Zum Beispiel das Graphit und das Graphen. Antwort ja, ihr könnt es miteinander mischen und ihr könnt auch Flüssigwachs und Heißwachs miteinander mischen. Das funktioniert auch sehr gut und das ist nicht nur sogar erlaubt, nein, im Gegenteil, das ist sogar gewollt. Und wie ihr die Kette pflegt und wie ihr nachschmiert und so, darum geht es jetzt. Und jetzt geht es hier um Flüssigwachs. Es gibt im Prinzip hier dieses Standardwachs, das ist das günstige, vollkommen ausreichend für den Alltag, wie ich finde. Dann hat man hier das Graphitwachs in lila. Das ist ein bisschen mehr auf Performance ausgelegt und ist super für schnelle Trainingsverhalten und so weiter. Und für den Wettkampftag hat man was ganz Besonderes, das Graphitwachs. Das spart nochmal ein bisschen mehr Reibung, aber echt nur minimal, ist sauteuer das Zeug und das lohnt sich wirklich nur, wenn man irgendwie an einem Race teilnimmt, wo es auf Sekunden ankommt, aber im normalen Trainingsalltag braucht man das jetzt nicht. Das sind so die Wachssorten, die es gibt, aber wie sieht das jetzt aus, wenn ich eine mit Heißwachs gewachste Kette habe? Ich bin die jetzt vielleicht irgendwie 900 Kilometer gefahren und merke, so langsam macht sie Geräusche. Jetzt muss ich das Ganze ja nachwachsen, aber vielleicht bin ich gerade unterwegs auf einer Bikepacking-Tour und habe hier so einen Kocher einfach nicht griffbereit. Wie mache ich das? Ganz einfach mit Flüssigwachs. Und mit Flüssigwachs kann man einfach nachwachsen. Das ist eine wässrige Wachsemulsion. Das heißt, man gibt das hier drauf, das Wasser verdunstet über Nacht und zurück bleibt eine solide Wachsschicht. Es gibt auch noch andere Hersteller von Flüssigwachs, aber die meisten haben einfach eine viel dünnere Emulsion. Das heißt, da ist weniger Wachs drin und mehr Wasser. Und Optimize hat eine sehr hohe Konzentration an Wachs. Das heißt, hier bekommt ihr einfach das meiste Wachs in der Flasche. Das erkennt man auch daran, dass das Zeug relativ zähflüssig ist, aber noch so flüssig, dass es gerade so in die Ritzen reinkommt und durch die Kohäsionskräfte auch in die Zwischenräume gelangt. So, das Ganze tragen wir jetzt hier auf und zwar von der Innenseite. Wir gehen das jetzt schön auf die Innenseite, das Wachs, und drehen hier im Prinzip einmal komplett, dass das überall drauf kommt. Auf die Innenseite deshalb, weil sie sich so besser verteilt und leichter in die Zwischenräume kommt. Und wichtig, das Wachs vorher einmal so schwenken oder ein paar Mal so schwenken, damit es einfach gleichmäßiger ist. Das Schwenken darf man vielleicht alle paar Wochen mal wiederholen und dann auftragen. So, das macht ihr jetzt einmal überall, quasi einmal so durchziehen von der Innenseite und dann habt ihr das Ganze auch schon nachgewachst.
Jetzt das Fahrrad am besten nicht anfassen, nicht weiterfahren, nicht schieben, einmal über Nacht trocknen lassen und dann ist das Bike am nächsten Tag fit. Ja, je nachdem wie warm es ist, kann es auch nur ein paar Stunden dauern, bis das Wachs trocknet. Ich sag mal, im Sommer ist es vielleicht nach 4-5 Stunden okay. Im Winter am besten 8 Stunden einmal in Ruhe lassen und dann ist auch alles getrocknet. So funktioniert das Ganze mit dem Flüssigwachs. Und die ganzen Wachssorten, die könnt ihr eigentlich miteinander bunt mischen, wie ihr wollt. Das hat überhaupt gar keine Nachteile. Also ihr könnt Graphit, Graphen, Heißwachs miteinander mischen, dann das Standard-Flüssigwachs obendrauf, ganz wie ihr wollt. Das Mischen untereinander ist kein Problem. Alle Optimized-Produkte sind untereinander kompatibel. Das ist mit Fremdherstellern aber nicht garantiert, weil je nachdem, welche Additive drin sind, könnte es da Wechselwirkungen geben, die einfach nicht getestet worden sind. Aber unter den Optimized-Produkten kann man das eigentlich mischen, wie man möchte. Wie sieht das jetzt mit der Langlebigkeit aus von Flüssigwachs? Ja, das ist halt so ein kleiner Nachteil, es hält halt nicht ganz so lange wie das Heißwachs. Also während wir mit dem Heißwachs schon mal 1000 Kilometer Laufleistung schaffen können, sind es bei Flüssigwachs ja eher so 300 Kilometer, vielleicht auch nur 250. Wie sieht das mit Regen aus und so weiter? Ne? Also das ist ja flüssig, das Zeug, es ist aber nicht wasserlöslich. Wenn es einmal getrocknet ist, ist das Wachs nicht wasserlöslich. Das heißt, Regen an sich ja, hat erstmal keinen großen Einfluss auf die Laufleistung. Das Problematische am Regen ist, dass ja mit dem Regen noch Sand und Schlamm dazukommt. Das heißt, wenn ihr hier durch eine Pfütze fährt, wo vielleicht ein bisschen Sand drin ist und das spritzt hier hoch, dann habt ihr natürlich Sandkörner in der Kette drin oder auf der Kette und diese Sandkörner, die kratzen dann das Wachs aus der Kette raus. Deswegen ist es bei Regen einfach nicht ganz so langlebig. Aber ehrlicherweise ist Öl bei Regen ja auch nicht so langlebig. Also Öl muss man ja auch öfter nachölen, wenn es regnet. Insofern ist das jetzt kein großer Nachteil. Es hält bei schlechtem Wetter halt einfach ein bisschen kürzer. Ne? Aber jetzt nicht viel kürzer, sondern ein bisschen kürzer. Nichtsdestotrotz, nach einer Regenfahrt würde ich euch empfehlen, trotzdem einmal nachzuwachsen mit Flüssigwachs. Ich meine, das geht schnell, ne? Einmal durchgezogen, zack, fertig. Insofern würde ich das immer machen nach schlechtem Wetter. Zu viel Wachs kann man eigentlich gar nicht auftragen. Das ist ja bei Öl was anderes, denn wenn man zu viel Öl aufträgt, dann wird das halt sehr, sehr, sehr schnell extrem dreckig und schmierig. Den Nachteil hat man bei Wachs nicht. Wenn es zu viel Wachs war, naja, das trocknet halt und krümelt halt ab. Ja, da passiert halt nicht viel mehr. Ja, deswegen nach einer Regenfahrt würde ich mit Flüssigwachs einmal nacharbeiten. Und ja, Haltbarkeit roundabout 250 bis 300 Kilometer, während das Heißwachs ja schon deutlich länger hält. Also für Ultradistanzen würde ich auf jeden Fall zu Heißwachs greifen. Möglicherweise fahren einige von euch schon mit Flüssigwachs und stellen sich jetzt aber die Frage, ja, wie wechsle ich denn auf Heißwachs? Kann ich meine zuvor mit Flüssigwachs behandelte Kette einfach so in den Wachskocher schmeißen? Und die Antwort darauf ist nein, und ich erkläre euch, was ihr stattdessen machen könnt. Also ihr könnt da umsteigen, aber da müsst ihr nicht so viel machen, denn entfettet ist eure Kette schon und diesen Schritt, den könnt ihr euch normalerweise sparen. Aber bei so einer Kette, wenn die benutzt ist, ne, also angenommen, ihr seid jetzt schon mit Flüssigwachs gefahren, habt damit für ein paar 100 Kilometer draußen gemacht, dann wird da einfach Dreck rein sein. Staub, Dreck und so weiter. Das setzt sich natürlich alles in der Kette fest. Nicht so extrem wie bei einer geölten Kette, aber oberflächlich wird die sicherlich etwas dreckig sein. Und diesen Dreck möchtet ihr nicht in das teure Heißwachs reinmachen, denn dann ruiniert ihr euch das ganze Wachs. Und deswegen ist es wichtig, diese Kette vorher noch einmal gründlich zu reinigen. Und das reicht oft nicht aus, die nur oberflächlich so ein bisschen abzuwischen. Ich würde es anders machen, und zwar ist Wachs ja löslich. Ne? Das bei ca. 60 Grad schmilzt das. Und da könnt ihr da einfach einen Kochtopf nehmen, die Kette rein und in Wasser auskochen. Einfach 10-15 Minuten auskochen in heißem Wasser. Das Wachs da drin schmilzt, ja, treibt dann an der Oberfläche und der Dreck geht dann einfach mit raus. Und dann hat sich die Sache erledigt. Und dann könnt ihr danach die Kette, wenn sie getrocknet ist, ganz normal
heiß wachsen in dem Gerät hier. Das ganze Entfetten könnt ihr euch sparen am Anfang, denn die Kette war ja bereits entfettet, im Idealfall. Also vorher einmal auskochen. Alternativ könnt ihr natürlich auch so ein Gerät hier nehmen, wie ein Ultraschallreiniger. Und so ein Ultraschallreiniger hat einfach den Vorteil, dass es noch ein bisschen gründlicher ist. Da könnt ihr einfach eure zuvor mit Flüssigwachs behandelte Kette einmal reinschmeißen, entsprechend mit Wasser. Da könnt ihr optional auch noch ein bisschen von diesem Reiniger verwenden. Und dann stellt ihr das Gerät einfach ein, denn hier gibt es zwei Modi, einmal Degreasing und einmal De-Wax. Dann stellt ihr das auf De-Wax. Das sind ungefähr 80 Grad und dann lässt ihr das bei 80 Grad mit Ultraschall nochmal 10, 15 Minuten laufen. Und genau, mit dem Reinigungsmittel ein bisschen da drin nach Packungsanleitung. Und dann habt ihr auch wieder eine komplett saubere Kette. Ne? Das ist halt so die Profi-Variante, sage ich mal. Aber das Ganze funktioniert auch in einem Kochtopf. Einfach in heißem Wasser auskochen. Ne? Und dann könnt ihr die anschließend nochmal neu heiß wachsen. Und auf die Art und Weise funktioniert der Umstieg von Flüssigwachs zu Heißwachs. Falls eure gewachste Kette vielleicht etwas rattert, laut läuft, nicht ganz so leise, wie ihr euch das erhofft habt, oder ihr einfach nicht auf die versprochene Laufleistung von 800 Kilometern pro Wachsvorgang kommt, dann kann das an einigen Ursachen liegen und wir besprechen jetzt mal die Fehler. Das häufigste, ein lautes Rattern, ist ein Montagefehler, und zwar dann, wenn es sehr laut rattert, und zwar gleich nachdem ihr auf Wachs umgestiegen seid. Dann habt ihr wahrscheinlich die Kette falsch montiert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Grund, warum das rattern kann. Deswegen, fürs Rattern gibt es zwei Gründe. So, der erste Grund der Montagefehler ist folgender. Und zwar hat hier das Schaltwerk unten am Schaltkäfig, da ist normalerweise so eine kleine Brücke. Und was passiert ist, dass wenn man da etwas unachtsam ist bei der Montage, dann kann es sein, dass man die Kette versehentlich über die Brücke drüber führt und dann ist das Resultat einfach ein lautes Rattern. Ja? Und das hört sich sehr laut an und das fällt einem eigentlich sofort auf, dass da was nicht stimmen kann. Es liegt nicht am Wachs, wie viele vermuten, nein, das liegt einfach daran, dass die Kette hier über den Steg drüber führt und da einfach scheuert und das führt zu Rattergeräuschen. Deswegen achtet darauf, dass die Kette immer unter dem Steg langläuft, also unter der kleinen Brücke am Schaltkäfig. Das ist etwas, das übersehen viele, weil wenn man jetzt von der Seite drauf guckt, also von hier, dann sieht man das gar nicht. Weil man sieht einfach nur, dass die Kette im Prinzip einmal rechts am Schaltröllchen langläuft und dann links am Schaltröllchen, also quasi wie so ein umgekehrtes S. Ja, so läuft die Kette hier lang, aber ob sie jetzt über oder unter der Brücke läuft, das kann man von hier gar nicht sehen. Deswegen ist es wirklich, dass ihr wirklich von der Seite da so drauf guckt, in dem Winkel, und dann findet ihr den Fehler möglicherweise. Wenn das alles richtig ist, kann das aber trotzdem rattern, schleifen und Geräusche machen. Und bei Öl hat man einfach in Anführungszeichen den Vorteil, dass die ganze Schmierpaste, die sich mit der Zeit bildet, wenn sich Staub und Dreck einfach im Öl festsetzt, sicherlich kennt ihr das, dass man das hier so richtig auskratzen kann. Dieses Zeug, das hat halt sehr gute Dämpfungseigenschaften. Und das führt dazu, dass einfach vielleicht verschlissene Ketten einfach trotzdem leise laufen. Das hat man bei Wachs nicht. Also wenn die Kette verschlissen ist oder wenn das Ritzelpaket verschlissen ist, dann klappert das einfach so ein bisschen und dann hört man ein Rattern. So, was ist jetzt der Fehler? Der Fehler ist, dass man vielleicht verschlissene Teile hat und viel lauter wird es dann, wenn nur ein Teil verschlissen ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine alte Kassette hier habt, also so ein altes Ritzelpaket, und das ist schon so ein bisschen verschlissen und jetzt kommt da eine komplett niegelnagelneue Kette drauf, ja, dann stimmen die Abstände nicht, ne? Weil die Kette, die lenkt sich mit der Zeit, wenn sie verschleißt, und dementsprechend passt sich das hinten am Ritzelpaket an und die Abstände werden hier größer, weil einfach ein bisschen was weggefräst wird sozusagen durch den Verschleiß. Ja, und wenn man dann eine neue Kette drauf macht auf eine alte Kassette, klappert's. Ne? Weil man einfach nicht diese Schmierpaste drin hat, die einfach die Geräusche dämpft.
So, und ja, also generell bei Verschleiß wird das vielleicht ein bisschen lauter. Das heißt, wenn man eine neue Kette drauf macht, sollte man auch idealerweise eine neue Kassette drauf machen. Und wenn die Sachen dann zusammen verschleißen mit der Zeit, dann hat man diese Geräuschentwicklung auch gar nicht, weil sich im Prinzip der Verschleiß so ein bisschen gegenseitig anpasst. Und dann läuft die Kette auch viele, viele tausend Kilometer leise. Das Problem ist nur dann, wenn man halt erstmalig von Kettenöl wechselt auf Kettenwachs und irgendwas verschlissen ist, na, dann klappert's halt. Das ist halt einer dieser Effekte, den man bei Wachs haben kann, wenn man mit verschlissenen Teilen zu tun hat. Außerdem wirkt sich dieses Rattergeräusch auch auf eure Laufleistung aus, denn das Rattergeräusch kommt ja nicht von irgendwoher, es kommt daher, dass irgendwas nicht so ganz rund läuft und das beeinträchtigt einfach eure Laufleistung. Falls ihr bei eurer gewachsten Kette das Gefühl habt, dass ihr auf diese versprochene Laufleistung von 800 Kilometern nicht kommt, und vielleicht sogar nur 400 oder 500 Kilometer schafft, bis ihr irgendwie nachwachsen müsst, dann könnte es sehr wahrscheinlich daran liegen, dass eine eurer Komponenten schon stark verschlissen ist. Und ja, das geht dann so ein bisschen miteinander einher. Also wenn ihr dann eine neue Kette drauf macht, die heiß gewachst ist, würde ich auch immer darauf achten, dass die Kassette nicht verschlissen ist. Ja, ansonsten ist nach 400 Kilometern Schluss, ne? Also das wirkt sich auch aus auf die Laufleistung. Wenn eure Teile aber nicht verschlissen sind, die Kassette ist noch gut in Schuss und ihr habt eine neue Kette, dann solltet ihr eigentlich immer auf die 800 Kilometer Laufleistung kommen. Manchmal sind sogar 1000 Kilometer drin, je nachdem wie das Wetter ist und so. Dieses Rattergeräusch ist übrigens auch kein Hinweis darauf, dass die Kette irgendwie neu geschmiert werden müsste oder so. Denn wenn es an Schmierung fehlt in der Kette, tritt eigentlich eher so ein leichtes Quietschen auf. Also so ein trockenes Geräusch, das hört sich so ein bisschen an, als würden so zwei trockene Flächen aufeinander reiben, ja, mit ja, so ein reibendes Geräusch halt. Das geht eher in Richtung Quietschen, aber wirklich dieses Rattern, das kommt eigentlich eher vom Verschleiß und hat nichts mit dem Wachs an sich zu tun. Und ja, wenn es dann anfängt zu quietschen, dann solltet ihr allerdings nachwachsen. Zum Schluss muss ich aber noch sagen, dass Kettenwachs auch seine Nachteile hat und auf die kommen wir jetzt zu sprechen, denn es hat nicht nur Vorteile. Es ist aber für einen bestimmten Einsatzzweck ganz gut geeignet, allerdings auch nicht für jeden Einsatzzweck. So, was sind die Nachteile? Die Nachteile sind einerseits, ist es halt super aufwendig. Ihr habt gesehen, dieses ganze Prozedere, das dauert seine Zeit und das Umstellen, ja, das muss man halt wollen, ne? Aber wenn man es einmal gemacht hat, ist es danach nicht mehr so aufwendig, weil das ganze Entfetten, das entfällt beispielsweise, das muss man hier nur beim ersten Mal machen und danach ja, kann man ja immer wieder mit Flüssigwachs auffrischen oder vielleicht hin und wieder auch einfach mal die Kette abnehmen und in so einen Topf hier reinschmeißen, also in den Wachskocher rein und dann kann man die auch wieder weiterverwenden, die Kette. Also im laufenden Prozess ist es eigentlich gar nicht mehr so aufwendig. Nur das erste Mal, ja, ist halt ein bisschen Arbeit. Der andere Nachteil von Wachs ist, dass der Korrosionsschutz fehlt, ne? Öl bietet einfach einen gewissen Korrosionsschutz, den Wachs nicht bietet, weil es einfach ja nicht so gleichmäßig überall an der Oberfläche haftet. Das heißt, bei Kontakt mit Feuchtigkeit kann die Kette einfach schneller rosten oder Flugrost bilden. So, da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Pflege. Das heißt, ihr könnt die Kette nach jeder Auswahl einmal trocknen, einmal durch einen Lappen ziehen oder irgendwie sowas. Einfach verhindern, dass die dauerhaft nass ist. Dann habt ihr mit Rost eigentlich auch keine Schwierigkeiten und dieser Flugrost, der sich manchmal so oberflächlich bildet, hat eigentlich auch keine große Auswirkung auf die Performance. Das ist dann eher eine optische Frage, wenn es halt so minimal ist, ne? Also Pflege ist das eine. Das andere ist, ihr könnt euch einfach rostfreie Ketten kaufen, wie zum Beispiel die DLC-beschichteten Ketten. Die rosten einfach nicht. Der Nachteil bei den Ketten ist, dass so eine DLC-Kette auch schon mal 100 € kosten kann. Ja, das muss man halt wollen, ne? Dementsprechend würde ich sagen, für wen ist es nichts? Das ist auf jeden Fall nichts für Pendler, die ihr Fahrrad den ganzen Tag draußen stehen lassen und eigentlich keinen Bock haben, sich da jeden Tag irgendwie noch um die Pflege zu kümmern. Also für Pendler würde ich sagen, ist das nicht unbedingt etwas, aber wenn man da Bock drauf hat, wenn man sein Fahrrad liebt und pflegt,
dann macht man mit Kettenwachs nichts falsch, ne? Und wie gesagt, das Thema Korrosionsschutz, das kann man umgehen mit rostfreien Ketten. Kostet dann halt wieder ein bisschen mehr Geld. Ist halt die Frage, ob man das ausgeben möchte oder nicht. Andererseits, die DLC-beschichteten Ketten, die halten viel länger. So eine Standardkette von Shimano, das ist jetzt keine Shimano-Kette, aber die Standardketten, die halten normalerweise vielleicht 2.000 bis 3.000 Kilometern. Da muss man sie auswechseln, weil die dann verschlissen sind. Und so eine DLC-beschichtete Kette, die kommt auch schon mal auf 25.000 Kilometer, bis der Verschleiß so groß ist, dass man die halt austauschen muss. Dementsprechend, wenn man sehr viel fährt, kann sich so eine 100-Euro-Kette auch durchaus lohnen. Ich persönlich mache ja auch sehr viel Bikepacking und da ist Wachs vielleicht nicht in jeder Situation optimal, muss ich zugeben. Denn beim Wachs ist es so, dass es einfach trocknen muss mit der Zeit. Gerade wenn man unterwegs ist, ja, und mit Flüssigwachs nachwächst, dann muss es einfach über Nacht trocknen, denn das ist eine flüssige Emulsion auf Wasserbasis. Ne, und das funktioniert so, dass da im Prinzip das Wachs gelöst ist in Wasser, das Wasser trocknet über Nacht und die Wachsschicht bleibt zurück. Das heißt, das Ganze sollte über Nacht trocknen und idealerweise dauert das halt schon mal 8 Stunden, bis es dann vollständig getrocknet ist. Ja, und jetzt beim Bikepacking ist es einfach so, man muss erstens dran denken, das sollte man abends machen und nicht morgens kurz vorm Losfahren. Da bringt es nämlich relativ wenig. Und zum anderen ist es einfach so, dass wenn es halt kalt ist, man vielleicht nachts mit Feuchtigkeit zu tun hat, es ist nebelig, regnerisch und so weiter, dann wird das Zeug über Nacht einfach nicht trocken. Ne, das heißt, Flüssigwachs ist nicht optimal in jeder Umgebung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Radtour mache zum Nordkap durch Schweden oder so und es regnet einfach 2 Wochen durch, dann ist Flüssigwachs nicht das Optimale, zumindest dann nicht, wenn man draußen zeltet und das Fahrrad die ganze Zeit im Nassen steht. Wenn man hin und wieder in ein Hotel kommt und das Fahrrad auch mal im Warmen untergebracht ist, dann kann man natürlich auch mit Flüssigwachs nachwachsen, ne? Weil wenn es einmal getrocknet ist, ist das Thema Feuchtigkeit und Nässe eigentlich gar kein Problem mehr, denn Wachs an sich ist ja auch nicht wasserlöslich. Aber wenn man draußen im Kalten schläft, trocknet es einfach nicht. Das ist halt ein Nachteil und ein weiterer Nachteil ist bei Minusgraden, denn wenn man wirklich ab -3, -5 Grad fängt das so leicht an zu gefrieren und dann trennt sich die Emulsion einfach und dann ist das Flüssigwachs quasi kaputt. Ne? Also bei starken Minusgraden würde ich auch nicht zu Flüssigkeit raten. Das funktioniert mit Heißwachs alles wunderbar, da hat man diese Probleme nicht. Allerdings hält es ja auch nur 1000 Kilometer. Ja, und wenn man jetzt eine Bikepacking-Tour macht von 3000 Kilometern, in einer nassen und kalten Umgebung, dann muss man ja unterwegs mit Flüssigwachs nachwachsen irgendwann, weil nach den ersten 1000 Kilometern ist das Heißwachs ja quasi aufgebraucht. Ja, und wenn es dann kalt und regnerisch ist Wachs nicht das Optimale. Wenn man hingegen eine Bikepacking-Tour macht durch Spanien, wo es selbst nachts warm ist, funktioniert Wachs allerdings sehr gut und selbst im Sommer in Deutschland funktioniert das eigentlich ideal. Ne? Nur in den nordischen Ländern wäre ich damit etwas vorsichtig, wenn die Strecke deutlich über die 1000 Kilometer hinausgeht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hier seht ihr jetzt das nächste Video. Da erkläre ich euch, warum ein zu hoher Luftdruck im Reifen euch eigentlich langsam macht und welchen Luftdruck ihr fahren solltet, damit ihr ein möglichst hohes Tempo halten könnt.